Willkommen zu unserer Akademie zum digitalen Zwilling Kita-Netzplanung. Ich bin Benjamin Schwarze vom Referat Digitale Stadt. Bei mir ist der Charlie Liebscher vom Amt für Geoinformation und Bodenordnung, der maßgeblich an der Umsetzung dieses Zwillings beteiligt war in der Federführung. Das Projekt ist im Rahmen des CAT-Projekts entstanden, der digitale Zwilling. Wir haben jetzt schon sicher über 2 Jahre da reingesteckt, sind jetzt so ein Stück weit auf der Zielgeraden, die Version 1.0 bis zum Ende des Jahres hier in der Stadt Leipzig zu etablieren und abzuschließen. Das Produkt wird auch in der Form, wie es jetzt vorliegt, bereits von den Fachämtern genutzt. Und wir würden gerne einmal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, wie es zu dem Zwilling kam, was dazugehört. Hier in der Agenda ja auch nochmal zusammengefasst. Also wir starten mit Motivation und Zielstellung. Wo kamen wir her? Wo kamen die Fachämter her? Wie kamen wir zusammen als Team? Gehen dann über zum Thema Data Governance, was man sicher leicht unterschätzen kann bei solchen Projekten, was aber dann meistens doch einen sehr großen Anteil der Kommunikation und der Hingabe auch benötigt, um das Thema auf den richtigen Weg zu bringen. Gehen dann etwas technischer zum Thema Datenmanagement im Tech-Stack, wo man wirklich sieht, aus welchen Komponenten und mit welcher Art und Weise haben wir die Daten zusammengebracht und visualisiert. Dann kommen wir wirklich zu dem echten Tool. Wir zeigen Ausschnitte aus der Kita-Netzplanung und der Simulationskomponente im Detail und in Live und gehen dann abschließend nochmal auf das Thema Replikation ein. Wie können Umlandkommunen oder andere Kommunen unsere Erkenntnisse nutzen und weiterverwenden in ihren eigenen Digital-Zwillingsprojekten? Starten wir mit der Motivation. Wo kommen wir her? Was war die Ausgangslage? In der Stadt Leipzig gibt es sehr viele Kindertageseinrichtungen, die auch noch fragmentiert sind, je nachdem, wer sie betreibt. Wir haben eigene Einrichtungen, die von der Stadt betrieben werden. Wir haben Einrichtungen, die von verschiedenen freien Trägern betrieben werden, also ganz unterschiedliche Datenhaltung, unterschiedliche Organisationseinheiten. Wir haben auch einen hohen Sanierungsbedarf, sodass das Stadtplanungsamt auch immer Interesse hat, irgendwann mal in die Zukunft blicken zu können, um zu sehen, was passiert, wenn bestimmte Einrichtungen ausfallen oder halt saniert werden müssen. Also mit dieser ganzen Menge an Daten, die da entstehen, haben wir in der Vergangenheit oder wurden in der Stadt Leipzig in der Vergangenheit 4 verschiedene Datenquellen und Systeme befüllt, unterschiedliche Softwareanwendungen verwendet. Wir haben eine Darstellung im GIS-System zu den Kita-Kapazitäten. Wir haben ein Vertragssystem, das nennt sich Kiwan in der Stadt Leipzig, wo alle Eltern ihre Kinder anmelden müssen, wo also die eigentlichen Kita-Vertragsdaten liegen. Wir hatten beim Amt für Jugend und Familie Excel-Listen, mehrere, sogar 3 Stück, die manuell befüllt wurden über die Zeit mit den Kapazitäten und Auslastungsthemen und haben noch andere Tools gehabt, die dann eher so aus der politischen Richtung auf das Thema Kita-Netzplanung schaut. Die waren alle separat aufgesetzt und wurden parallel genutzt in der Vergangenheit. Auch hier ist eine Besonderheit der Kita-Netzplanung zu sehen. Es gibt im Grunde 2 Ämter, die hauptsächlich auf dieses Thema blicken. Einmal das Amt für Jugend und Familie und das Stadtplanungsamt. Ersteres schaut hauptsächlich quantitativ auf das Thema. Also da geht es wirklich darum, wie sieht es aktuell aus, welche Kapazitäten habe ich und wie kann ich ausreichend Kapazitäten vorhalten, um halt die gesetzlichen Anspruch zu erfüllen, allen Kindern im richtigen Alter einen Kita-Platz in der richtigen Entfernung zur Verfügung zu stellen. Das Stadtplanungsamt schaut dann eher darauf, rechtliche und gesetzliche Vorgaben, Planungsvorgaben umzusetzen, um halt in der Zukunft wiederum die Bedarfe mit Neubauten und Sanierungen gerecht zu werden. Wir haben diese ganzen Anforderungen mit den Ämtern zusammen aufgenommen und uns die Datenlage angeschaut und dann ein agiles Team gebildet. Das war bei diesem Anwendungsfall auch etwas Besonderes, weil das Ziel wirklich war, von Anfang an die Fachämter halt in den Entwicklungsprozess einzubinden, sehr aktiv und nicht nur einmalig Anforderungen abzufragen und diese dann umzusetzen und dann nach einem halben Jahr sich wieder zusammenzusetzen. Dadurch haben wir von Scrum abgeleitet ein agiles Team geschaffen, wo sowohl einmal die steuernde Einheit behandelt hat und auch die Ämter, die Fachämter mit Anforderungen Datenfachkompetenz zusammengenommen in so einem Product Owner Team, alle Expertise eingegeben hat. Das wurde gesteuert, strukturiert, in User Stories zusammengefasst und so weiter. Dann haben wir diese Themen priorisiert und weitergegeben an ein Live-Umsetzungsteam, was halt auch laufend unter der Federführung von Charlie Themen dieses Produkts umgesetzt hat und dann eben auch Feedback-Schleifen ermöglicht hat, die wiederum mit den Ämtern zusammen alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen, je nachdem welcher Projektphase,
betrachtet wurden und kommentiert wurden und dann immer laufend am Produkt verfeinert wurde, sodass auch dieses Produkt von Anfang an in den Händen der Ämter als ihr Produkt gesehen wurde und von Anfang an genutzt wurde und somit auch es am Ende keine Berührungsängste bei der Einführung neuer Software gab oder ähnliche Ängste, die auftreten können bei sowas. Ja, danke Benjamin, da würde ich jetzt mal übernehmen. Wir kommen mal zum Thema Data Governance. Benjamin hat jetzt ja schon angesprochen, das ist ein Bereich, der sehr wichtig ist. Und wir schauen uns nochmal die Stakeholder an, wer sozusagen an dem Bereich digitaler Zwilling, Kita-Netzplanung alles mitgearbeitet hat und in welchem Bereich. Zunächst ist es natürlich so, wie Benjamin bereits erwähnt hat, die beiden Ämter, Amt für Jugend, Familie und Stadtplanungsamt sind sozusagen die User. Gleichzeitig ist zum Beispiel das Amt für Jugend und Familie auch noch Data Owner für sehr viele wichtige Datensätze. Und darüber hinaus ist auch das Amt für Statistik und Wahlen als Data Owner vertreten, weil auch da 2 bis 3 Datensätze herkommen, die wichtig sind für die Erstellung des digitalen Zwillings. Dann, wie ebenfalls schon erwähnt, ist das Amt für Geoinformation und Bodenordnung in meiner Person zuständig gewesen für die Konzeption und die technische Umsetzung des digitalen Zwillings, auch in agilen Abstimmungsprozessen, sowohl mit den Usern als auch mit den Data Ownern. Das Referat Digitale Stadt in Person von Benjamin Schwarzer hat sozusagen das Projektmanagement übernommen und wir sind darüber hinaus auch bei der Stadt natürlich im Austausch mit unserem IT-Dienstleister Lekos, mit dem wir auch gut zusammengearbeitet haben an der Stelle. Dann ist es natürlich so, wie erwähnt, nicht alles an diesem digitalen Zwilling ist arbeitsaufwendig hinsichtlich der Technik, sondern natürlich auch hinsichtlich der administrativ-organisatorischen Fragestellungen. Die Kommunikation macht einen großen Anteil daran aus. Wir müssen regelmäßige Rücksprachen halten mit den beteiligten Ämtern bezüglich der Arbeitsprozesse und der Datenstruktur. Darüber hinaus haben wir uns auch, weil wir in so einem sensiblen Bereich bewegen, die Anwendung Kita-Netzplanung ist natürlich eine interne Anwendung, also auch nur bestimmte Personen aus der Stadtverwaltung können diese Anwendung nutzen. Trotz dessen sind wir im engen Austausch gewesen mit den Datenschutzbeauftragten, weil wir natürlich sensible Informationen verarbeiten müssen, damit das Stadtplanungsamt und das Amt für Jugend und Familie ihren Auftrag erfüllen können, eben die Belegungsstatistik zu analysieren. Wir sind im engen Austausch gewesen mit dem Team Kita-Netzplanung bezüglich der Datenverarbeitung im Datenschutz, natürlich auch mit der Prozessoptimierung und vor allen Dingen auch mit der Lekos bezüglich der Aufsetzung von Schnittstellen für die Datenverarbeitung. Jetzt komme ich mal detaillierter auf die Datenquellen zu sprechen. Wir sehen hier also als Beschriftung erstmal sozusagen, wer ist der Data Owner, wo kommt das her, was ist das für ein Datentyp und wie ist der Aktualisierungsturnus. Mehr oder weniger gibt es sozusagen 2 große Datenlieferer, die ich ja schon erwähnt hatte. Einerseits haben wir natürlich die Standorte der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflegen. Die kommen vom Amt für Jugend und Familie und das führende System an der Stelle ist das KIBAN, also das Managementsystem, was Benjamin auch schon eingangs erwähnt hatte. Datentyp ist hier eine JSON, die über eine API abgerufen wird und wir aktualisieren das wöchentlich. Ähnlich verhält sich das bei den Vertragsdaten. Das sind ebenfalls der Data Owner, das Amt für Jugend und Familie. Da sind die Vertragsinformationen enthalten, natürlich in Absprache mit dem Datenschützer. Dürfen die verarbeitet, aber nicht gespeichert werden. Die werden eben aggregiert. Es ist auch über eine API abzurufende JSON-Datei, die monatlich aktualisiert wird. Und last but not least beim Amt für Jugend und Familie haben wir die Informationen über die Bauplanung und die Kindertageseinrichtungen. Hier ist es so, dass die Quelle ein internes Laufwerk ist eine Excel und die Datenanbindung ist dynamisch und die brauchen wir dann für die Simulation, die ich euch dann noch zeigen werde oder Ihnen. Genau, der zweite Bereich sind die Data Ownerschaft vom Amt für Statistik und Wahlen. Da haben wir zum einen die kleinräumige Gliederung, die wird sozusagen vom Amt für Statistik und Wahlen erstellt, aber vom Amt für Geoinformation und Bodenordnung gespeichert, ein Geodata Warehouse. Es ist ein ArcSDI-Feature und die Anbindung ist ebenfalls dynamisch. Dann haben wir ganz wichtig die Ortsteil-Bevölkerungsprognosedaten bis 2040. Das heißt, wir wissen sozusagen hochgerechnet bis 2040, wie sich die Bevölkerung entwickelt wird in der jeweiligen Alterskohorte von 1 bis U7. Diese Daten liegen ebenfalls auf dem internen Laufwerk und das ist eine Excel. Der Datenbezug erfolgt einmalig, weil, wie gesagt, der Prognosezeitraum wird ja bis 2040 berechnet. Es ist allerdings kein Problem, wenn neue Prognosen berechnet wurden, dies zu ersetzen. Genau, an der Stelle letzte Datenquelle vom Amt für Statistik und Wahlen sind einfach die wohnhaften Kinder von 1 bis U7. Das heißt, das sind ja die Kinder, die de jure einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben und eben auch versorgt werden müssen dementsprechend. Diese Daten liegen ebenfalls auf dem internen Laufwerk, sind CSV-Dateien und werden quartalsweise aktualisiert. Kommen wir zum Datenmanagement und Tech-Stack. Also zentrale Frage für das Geodatenmanagement ist natürlich, wie müssen die Daten strukturiert und aktualisiert werden, damit die Anwendung, also der digitale Zwilling, für die Beantwortung der operativen und strategischen Fragestellungen verwendet werden kann.
Es ist so, dass die GDI Leipzig, die sozusagen der Abteilung Geodatenservice im Amt für Geoinformation liegt, über eine hybride Softwarestruktur oder Softwarelandschaft mit sowohl proprietärer als auch Open-Source-Komponenten verfügt und die eben für die Erstellung des digitalen Fachzwillings verwendet werden können. Das heißt, wir arbeiten dabei schnittstellenbasiert und orientieren uns an Standards. Jetzt komme ich mal zum eigentlichen Datenmanagement bzw. auch den Tech-Stack, was wir dafür verwendet haben. Für die Datenintegration nutze ich FMI, das ist sozusagen ein ETL-Tool für die Datenverarbeitung, wo ich Daten unterschiedlicher Formate einbinden kann. Und das ist eine proprietäre Software. Dann gibt es sozusagen hier 3 Workbenches, die dann auf einem FMI-Server laufen, wo dann eben auch die Aktualisierung der Datenverarbeitung vorgenommen wird. Diese Informationen werden dann bei uns in die Geodatenbank gespeichert, in eine Esri-Arc SDE-Datenbank und die dann auf Grundlage derer sozusagen Web-Image-Layer veröffentlicht wurden, sozusagen dann in Dashboards, in die Esri-ArcGIS-Dashboards eingebunden werden. Darüber hinaus ist neben der, sage ich jetzt mal, proprietären Schiene hier, haben wir noch weitere Komponenten. Zum einen ist es natürlich so, für die Simulationskomponente habe ich mich dazu entschieden, das mit R-Shiny umzusetzen oder mit R. Hier erfolgt sozusagen die Datenintegration ebenfalls auf den benannten Quellen über RStudio. Das heißt, ich habe da sozusagen ein Skript erstellt, das Daten verarbeitet und die Shiny-Bibliothek ist dann dafür notwendig, dass ich sozusagen User Interface und User Experience gestalten kann. Das ist ein R-Package, sozusagen ein Web-App-Builder. Und die App, die ich damit gebaut habe, die sozusagen eine Simulation ist, die Simulation darbietet, die wird auf Amt für Statistik und Wahlen auf dem Shiny-Server gehostet. Alle diese Komponenten inklusive der Möglichkeit, dass ich einen app-basierten Datenexport über die FME Flow App eingebaut habe, werden dann im Esri Experience Builder eingebunden in eine Anwendung. Das heißt, der Nutzer, die Nutzerin hat sozusagen die Möglichkeit, alle diese Komponenten zu nutzen, ohne dass es die Anwendung wechseln muss. Und es ist eben in eine zusammengebauten Komponenten aus Open Source und proprietär eingebunden. Zusammengefasst kann man eher so sagen, hier geschieht die Datenintegration, Datenverarbeitung, Aktualisierung. Im unteren Part über R-Shiny oder R generell ist die Simulationskomponente enthalten. Der Datenexport wird über die FME Flow App umgesetzt und all diese Komponenten werden komplementär in die Visualisierung eingebunden vom Esri Experience Builder. Darüber hinaus und ganz wichtig ist, was noch im Hintergrund geschieht. Im Hintergrund erfolgt sozusagen auch die automatische Berechnung der Belegungsstatistiken, das für das Controlling sehr wichtig ist vom Amt für Jugend und Familie. Hier werden ebenfalls die Daten aus dem Kiwan integriert über FME Flow und die Workbench läuft dann auch automatisiert monatlich ab und berechnet sozusagen die Belegungsstatistik und spielt das automatisch in die Abrechnungssoftware im Ämter Framework Procon ab. Dieser Prozess ist gerade in der Umsetzung und wird den Kolleginnen und Kollegen deutliche Erleichterungen bringen. Erfolgt eine monatliche Zeitersparnis von ungefähr 2 Wochen im Team Kita-Netzplanung. Das sieht man nicht, aber das ist eigentlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil des digitalen Zwillings Kita-Netzplanung. Jetzt komme ich zum digitalen Zwilling selber. Wie schon erwähnt, hat er mehrere Komponenten, also das Monitoring, die Simulation, das Controlling. Der digitale Fachzwilling Kindernetzplanung umfasst sozusagen alle digitalen Ressourcen der Stadt, die für die ganzheitliche Betrachtung des Themenkomplexes Kita-Bedarfsplanung notwendig sind. Damit war unabdingbar die sozusagen Entwicklung einer konsolidierten Datengrundlage für alle Komponenten des digitalen Zwillings Kita-Netzplanung. Das heißt, für das Monitoring beinhaltet das beispielsweise die räumliche Auslastung der Kindertageseinrichtungen, die Versorgungsquoten innerhalb der Ortsteile oder Stadtbezirke, die durchschnittliche Erreichbarkeit und beispielsweise welche Kinder in welchem anderen Ortsteilen versorgt werden, sowie die Anzahl der Verträge, Betreuungsstunden in Einrichtungen je Ortsteil und Stadtbezirk, also die Aggregation dieser Informationen zum Zwecke des Monitorings inklusive sozusagen der zeitlichen Information. Das heißt, wir haben hier eine zeitliche Granularität von monatlichen Datenpunkten. Dann ganz wichtig und ganz zentraler Komponente von digitalen Zwillingen ist ja die Fragestellung, was wäre wenn? Also was wäre, wenn ich eine Einrichtung schließe, eröffne oder erweitere? Wie hat das Folgen für die Entwicklung in dem Stadtteil oder in dem Stadtbezirk bis 2040? Und dann, wie bereits erwähnt, ist Bestandteil die automatisierte Abrechnung für das Controlling. Im nächsten Schritt ist es natürlich so, dass man sich nochmal auf das Kante von CAD verwendete Klötzchenmodell das alles mal versinnbildlichen kann. Also stellt euch vor, wir haben sozusagen den digitalen Zwilling Kita-Netzplanung und haben zum einen die Geobasisinformationen, also Adresse und Ortsteil. Wir haben die Fachdaten, wie beispielsweise die aus dem Kiwan-System. Wir haben Analysen, also die Auslastung beispielsweise und die Erreichbarkeiten. Und wir haben Anwendungen, das heißt Dashboards und Simulationen. Und ein bestimmter Teil davon ist eben der Geobasis-Zwilling.
Jetzt zeige ich euch gerne die Anwendung mal live, damit wir mal von der trockenen Theorie ein bisschen wegkommen. Und hier sehen wir auch schon die Startseite. Hier steht eben noch, es ist eine Entwicklung. Ihr seht sozusagen den Esri Experience Bilder. Der Anwender, die Anwenderin hat eben die Möglichkeit, sich die Informationen anzeigen zu lassen. Das heißt, wir haben kartenbasierte Informationen, die Belegungsquote in den Stadtbezirken, wir haben die Versorgungsquote, wir haben die durchschnittliche Distanz der Kinder zu ihren Einrichtungen innerhalb der Ortsteile. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, die aktuelle Belegungsquote zu sehen und vor allem das auch in der Entwicklung zu sehen. Also wir haben sozusagen im Oktober 2023 die Daten dann anbinden können. Und das ist natürlich fürs Monitoring sehr wichtig zu sehen, wie war es vorher und wie entwickelt sich es weiter. Die Versorgungsquote ebenso, sowie die Entwicklung sozusagen der gemeldeten Kinder und der aktiven Verträge. Darüber hinaus sieht man eben die Anzahl der Einrichtungen nochmal unterteilt nach freie Träger und kommunale Träger sowie Rahmeninformationen. Das heißt, wie viele wohnhafte Kinder habe ich in Leipzig, wie ist die Kapazität meiner Kindertageseinrichtung und meiner Tagespflegeperson und sozusagen die Entwicklung, wie weicht sozusagen die gemeldeten Kinder von der prognostizierten Anzahl der Kinder ab. Genau, jetzt gehe ich mal auf eine kleinräumigere Information. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Ortsteile auszuwählen. Ich kann zum Beispiel einfach hier einen Ortsteil auswählen und sie dann eben diese Informationen nochmal weiter ausdifferenziert nach der kleinräumigen Information. Das heißt, ich sehe, wo werden denn die Kinder, die in diesem Ortsteil wohnen, betreut. Also in Altenklein-Pölsen ist es zum Beispiel so, dass auch viele Kinder in dem nachbarn Ortsteil Engelsdorf betreut werden. Und ich habe die gleiche Information nochmal als Diagramm hier eingebaut. Und dann ist es analog zu der ganzen städtischen Entwicklung auch die Möglichkeit zu sehen, wie hat sich die Belegungsquote entwickelt, wie hat sich die Versorgungsquote in diesem Ortsteil entwickelt, wie waren sozusagen die gemeldeten Kinder und die aktiven Verträge, sowie die Rahmeninformationen und so weiter. Wir können auch weiterhin zeitlich differenzieren nach der Platzkapazität, wie hat sich das entwickelt zwischen freien Trägern und kommunalen Trägern. Darüber hinaus kann man jetzt eben immer noch granularer werden. Ich habe jetzt hier beispielsweise noch im nächsten Mal eine Kita ausgewählt in Engelsdorf. Dann sehe ich eben, wo kommen denn die Kinder her, die in diesem Ortsteil betreut werden. Das auch nochmal sozusagen als Diagramm dargestellt. Wie ist die Belegungsquote aktuell? Und dann nochmal sozusagen, wie weit sind die Kinder durchschnittlich oder im Median entfernt von der Einrichtung. Das heißt, darüber hinaus auch noch die Entwicklung der Belegungsstatistik und hat immer den kleinen Knick, wenn das neue Schuljahr losgeht. Das kann man jetzt eben auch ganz gut sehen. Und die Anwenderinnen und Anwender können dann eben, wie sie möchten, weitere Kindertageseinrichtungen sich hier anzeigen lassen über das ganze Stadtgebiet mit den ähnlichen analytischen Fragestellungen. Darüber hinaus ist es so, dass wir noch eine Trägeranalyse drin haben und dass ich auch den Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit gebe, die Daten, die sich in dem Dashboard befinden, die sozusagen hinterlegt sind, diese zu exportieren und eigene analytische Fragestellungen zu beantworten, indem man sie nochmal die Hoheit gibt, die Daten selber zu verarbeiten. Last but not least komme ich zur Simulation. Das ist sozusagen ein ganz praktisches Tool, was ich dann mit Shiny umgesetzt habe, um zum Beispiel Was wäre wenn Analysen durchzuführen. Was wäre wenn bedeutet, was wäre wenn ich jetzt hier in Engelsdorf 3 Einrichtungen schließe, wie verändert sich dann die Versorgungsquote? Das ist sozusagen alles dynamisch miteinander verknüpft. Ich kann darüber hinaus auch sagen, ich möchte für einen bestehenden Zeitraum zum Beispiel sagen, ich erhöhe die Kapazität um 70 Plätze der Einrichtungen ab dem Jahr 2026 an bis Jahr 2036. Und man sieht eben, das findet sich hier wieder. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit sozusagen, ich kann natürlich das Angebot verändern. Ich kann natürlich auch sozusagen die Nachfrage verändern in dem Ortsteil. Was wäre, wenn in dem Ortsteil auf einmal 30 Kinder weniger wohnen würden oder 100 Kinder weniger? Wie ändert sich das dann ab dem Jahr 2030 zum Beispiel bis ins Jahr 2038? Und man sieht dann immer, das wird sozusagen dynamisch angepasst. Und wenn ich dementsprechend sozusagen mehr Kinder in dem Ort wohnen lasse, simulierend, dann sehe ich eben, wie sich das verändert und dann eben auch die Versorgungsquote anpasst. Darüber hinaus haben Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, sich sozusagen eigene Bezirke oder Sozialgebiete zusammenzubasteln. Das heißt, sie können, wie sie möchten, dann freie Ortsteile kombinieren. Das wird alles automatisch aggregiert und die Simulation erfolgt dann sozusagen für diesen Bereich Engelsdorf und Altenkirchen zusammen. Das war jetzt mal ein kleiner Überblick über den digitalen Zwilling in Kita-Netzplanung und ich gehe mal wieder zurück in die Präsentation. Also wie wir gerade gesehen haben, besteht eben die Möglichkeit, auch die Simulation durchzuführen. Ich kann auch noch mal gerne ganz kurz das R-Script dazu zeigen. Das ist sozusagen eine Open-Source-Anwendung. Ich habe sozusagen hier die wichtigsten Bibliotheken eingeladen. Der Code wird dann auch noch bereitgestellt. Im Endeffekt passiert hier sozusagen das Datenmanagement und die Aggregation der Informationen. Und hier im User Interface ist sozusagen die Oberfläche, die die Shiny App dann darstellt.
und diese dann wiederum die Visualisierung durchführt und die wird dann wiederum in die Anwendung der Kita-Netzplanung an der Stelle einfach eingebunden. Für den Endnutzerinnen und Endnutzer ist es eben so, das kriegen die gar nicht mit. Ne? Sie haben einfach unterschiedlichste Tools hier drin, die einfach in einer Oberfläche ganz charmant zusammengefasst sind. Genau. Jetzt kommen wir zur Replikation. Der Themenkomplex Kita-Netzplanung ist sehr umfangreich. Das Dashboard ist sozusagen nur die Spitze des Eisberges. Darunter sind eben Prozesse wie Data Governance und Datenmanagement, die einen Großteil der Arbeit ausmachen. Wir haben viele technische Aspekte und wir haben darüber hinaus auch sehr viele administrativ-organisatorische Aspekte, die diesen ganzen Anwendungsfall sehr komplex werden lassen, aber eben auch die Notwendigkeit sehen, weil das so viele Nutzerinnen und Nutzer eben in ihrer Arbeit täglich unterstützen kann. Hinsichtlich der Replikation ist es generell so, dass wir von Kommune zu Kommune natürlich heterogene Organisationsstrukturen haben. Wir haben eine vielfältige operative Softwarelandschaften, die in unterschiedlichsten IT-Architekturen eingebettet sind. Und im Hinblick auf Data Governance ist es natürlich auch so, dass föderale Strukturen und Landesgesetzgebung unterschiedliche Voraussetzungen schaffen, die sich effektiv auf die Zulässigkeit von Datenverarbeitungsschritten auswirken können. Das heißt, wir haben sozusagen rechtliche Rahmenbedingungen, die bestimmte technische Möglichkeiten dann eben implizit beeinträchtigen können. Ja, das heißt, die replizierbaren Komponenten, die von einer Kommune bereitgestellt werden, müssen schnittstellenbasiert entwickelt werden und sich an internationalen Standards und Datenformaten orientieren, wie beispielsweise vom Open Geospatial Consortium OGC-Standards. Wie bereits erwähnt, das RScript wird, die Simulationskomponente wird auf opencode.de demnächst veröffentlicht werden. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und würde noch mal kurz an Benjamin geben. Ja, auch von mir vielen Dank. Wir stehen natürlich im Rahmen des CAT-Projekts und auch wir persönlich für Nachfragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung und wünschen euch viel Freude bei der Entwicklung eurer eigenen digitalen Datenprojekte.